Genau, darüber möchte ich sprechen mit Professor Volker Dibkert, Amerikanist und Historiker an der Universität Regensburg. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, schönen guten Morgen aus Regensburg. Also wir haben jetzt unterstützende Äußerungen gehört von einigen demokratischen Gouverneuren. Viele andere haben sich gar nicht geäußert. Und auch die, die sagen, ja, wir halten zu Joe Biden, haben trotzdem ihre Zweifel geltend gemacht. Insofern, wie würden Sie das einschätzen? Was ist die Unterstützung für Biden denn momentan wert? Die Demokraten haben ja überhaupt keinen Plan B. Insofern ist das jetzt auch ein Ausweis von einer gewissen politischen Verzweiflung. Auf der anderen Seite ist Joe Biden ein ganz erfahrener Politiker, der eigentlich seit 20, 30 Jahren nichts anderes macht, als Mehrheiten unter den politischen Entscheidungsträgern für sich und seine Programme zu organisieren. Also, dass er dann nun gestern den ganzen Tag telefoniert hat und Unterstützung innerhalb der Partei für sich generiert hat, das zeigt eben, dass er ein ganz ausgebuffter Party-Politician ist, der vor allen Dingen die Gesetzmäßigkeiten und Regeln am Capitol oder im Capitol Hill sehr gut kennt. Insofern fand ich die Bemerkung, dass einige Parteimitglieder trotzdem noch Zweifel haben, schon sehr, sehr bemerkenswert. Es ist ja keine volle Unterstützung für Joe Biden, sondern es war so eine Ja-Aber-Unterstützung. Aber das scheint mir das Ergebnis der Tatsache zu sein, dass die Demokraten selber keinen Plan B haben zurzeit. Aber wie erklären Sie sich das denn, dass dieser Plan B fehlt? Denn ich meine, der Verfall von Joe Biden auf öffentlicher Bühne, der ist ja nicht erst seit diesem TV-Duell zu beobachten. Ja, da haben Sie völlig recht. Es ist keine Debatte, die jetzt aus dem Blauen kommt oder die wir erst seit letzten Donnerstag führen, sondern es ist ja spätestens seit einem Jahr diskutieren auch die Demokraten über die Frage, ist er überhaupt noch gesundheitlich und körperlich und geistig in der Lage, dieses Amt auszufüllen. Es ist aber so, dass die Demokraten eben dann doch ein sehr bunter Haufen, sehr heterogener Haufen sind. Und Joe Biden auch wegen seiner langjährigen politischen Erfahrung einer der wenigen war, der integrativ auf diese Partei wirken konnte, der es also schaffen konnte, die verschiedenen Lager hinter sich zusammenzufügen. Und das war natürlich ein starkes Argument. Auf der anderen Seite hat Joe Biden selbst ja immer wieder betont, dass er der Einzige sei, der Donald Trump schlagen könne. Er hat es 2020 bewiesen, er wollte es nochmal machen. Also insofern war die Botschaft von Joe Biden auch immer ein Stück weit Joe Biden. Und es hat sich eben kein demokratischer Politiker, keine demokratische Politikerin gefunden, die jetzt ihren Hut in den Ring geworfen hätte, um zu sagen, ich fordere ihn heraus. Das wäre dann ja die Möglichkeit gewesen, eine Primary Season zu haben bei den Demokraten, also die ganzen Vorwahlen, die haben ja gar nicht richtig stattgefunden. Insofern ist es auf der einen Seite die besondere Rolle Joe Bidens in der Demokratischen Partei als jemand, der die verschiedenen Lager hinter sich bringen kann. Es ist aber eben auch der nicht ganz unbescheidene Anspruch von Joe Biden, dass er der Einzige sei, der Trump schlagen könne, wie er es ja 2020 schon mal gemacht hat. Nur der Joe Biden des Jahres 2024 ist ein anderer als der von 2020. Das haben wir ja nun alle gesehen. Andere Vorzeichen also in diesem Jahr. Herr Professor Dibkert, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Analyse. Ja, gerne.